Eine kleine Geschichte der Maskierung. So alt, dass es wieder modern ist. Mit Ausbruch der Corona-Pandemie verbreiten sich 2020 nicht nur aktuelle Bilder von Menschen, die sich im Alltag mit Masken vor den Krankheitserregern schützen. Auch an historische Pandemien wurde in Geschichten, Bildern und Objekten verstärkt erinnert, insbesondere an die spanische Grippe und die Pest. Dabei erfuhr auch die Pesttaube aus der Sammlung des Deutschen Historischen Museums neue Aufmerksamkeit. Aber taugt sie als historischer Vorgänger heutiger Alltagsmasken und zur Krankheitsabwehr? Zunächst, die aufwendig aus verschiedenen Materialien gefertigte Haube war definitiv keine Maske für jedermann bzw. Frau. Die Pesttaube aus der Sammlung des Deutschen Historischen Museums besteht aus Samtgewebe mit gewachstem Leinfutter und 2 Gucklöchern aus Selenit, einem durchsichtigen Kristall. Am meisten ins Auge aber sticht die lange, schnabelförmige Nase aus festem Leder. In deren Unterseite sind Löcher gestanzt. Im Innern verschließt ein Gitter aus Lederstreifen die Schnabelspitze. Mal ganz praktisch gefragt, bekam man durch die kleinen Luftlöcher des Schnabels genügend Luft? Und wie gut konnte man durch die weit auseinanderstehenden Kristallgläser überhaupt sehen? Und wer trug denn nun eigentlich diese Kopfbedeckung, wann und warum? Denn dass sie benutzt wurde, zeigen Gebrauchsspuren am Gewebe und Leder. Die Flecken und Verfärbungen im Schnabel entstanden vermutlich durch Essig oder Kräuteressenzen, die wie ein Filter die eingeatmete Luft reinigen und so vor Ansteckung schützen sollten. Bis zur Entdeckung des Pestbacillus 1894 ging man davon aus, dass die Krankheit über die Luft, den sogenannten Pesthauch, übertragen wird. Der obere Teil der Haube ist hingegen weniger verschmutzt, möglicherweise auch, weil hier zusätzlich ein Hut den Kopf bedeckte. Eine imposante, aber auch ziemlich abschreckende Erscheinung war der Träger der Haube auf jeden Fall. Ungeachtet ihres tatsächlichen Gebrauchs ist die Haube im Laufe der Zeit zu einem Symbol geworden für die Mutter aller Seuchen, die Pest. Sie wütete in der Mitte des 14. Jahrhunderts in Europa und auch später immer wieder in bestimmten Regionen. Die Haube mit dem markanten Schnabel sah man als Kleidungsstück eines Pestarztes an, um sich während der Behandlung von Infizierten vor Ansteckung zu schützen. Dazu dienten auch lange Gewänder und Handschuhe. Bildliche Darstellungen von Pestärzten in einer solchen Schutzkleidung existieren seit der Mitte des 17. Jahrhunderts, meist mit konkretem Bezug auf erneute Pestepidemien in Italien und Südfrankreich. Die Haube aus der DHM-Sammlung soll aber aus dem mitteleuropäischen Raum stammen. Sie kann nur vage zwischen etwa 1650 und 1750 datiert werden. In diesem Zeitraum wütete 1679 und 1713 erneut die Pest in Wien. Ob die Haube aber tatsächlich als medizinische Schutzkleidung verwendet wurde oder dafür doch zu unpraktisch, aber immerhin schön abschreckend war, lässt sich nicht mit Gewissheit sagen. Was den Gebrauch angeht, war diese Pesthaube weder eine Alltagsmaske und auch kein historischer Vorgänger der heutigen medizinischen Masken gegen die Covid-19-Krankheit. Dass diese uns auch weiter im Alltag begleiten wird, ist durchaus denkbar. Das DHM hat seit 2020 mehrere sowohl industriell produzierte als auch individuell gestaltete Masken in die Museumssammlung aufgenommen. Zu welchem Anlass würdet ihr auch künftig eine Maske tragen?